Die Detlefs 2021er Modelle, diesmal der Alpa 6820 2, 105.447 Euro als Alkoven für über 100.000 Euro. Und was uns drinnen erwartet, ja, bei so einem Fahrzeug, das schauen wir uns gleich mal an. Die technischen Daten gibt es auch gleich. Und Marlene ist auch schon bereit, alle Klappen mal zu öffnen. Wir drehen am 31. Oktober bei Glück bei der Freistadt in Sulze-Moos. Und das sind die technischen Daten, die Powermaschine von Fiat mit drin. Da ist sie, Power und Alpa steht drauf. Ja, das ist der Preis, 105.447 Euro. Die Länge sind 7,33 Meter, 3,27 Meter Höhe, die Breite 2,33 Meter, 4,5 Tonnen und 1,12 Tonnen Zuladung. Ja, das verspricht einiges und es ist eines der am meisten umringten Fahrzeuge hier auf Alkoven-Basis. Grüß dich, Marlene, guten Morgen. Guten Morgen, Sven. Ja, das Wetter ist schön, es ist schön warm, 15 Grad. Ja, in der Sonne auf jeden Fall. Alkoven, das haben wir schon gelernt. Alkoven heißt viel Platz. Der sieht gar nicht so schlimm aus, der Alkoven, oder? Nein. Von der Tolle, die du gestern gesagt hast. Meine Elvis-Tolle. Die oben drauf ist, aber wir werden gleich mal reingucken und sehen da schon, wir haben unglaublich viel Platz. Denn allein schon in der Heckgarage, die man jetzt hier sieht, da ist viel Platz drin. Und die haben wir auch schon mal vorbereitet. Denn er hat eine normale Heckgarage, hat ein Heckbett mit drin. Und wenn ich hier unterwegs bin, 1,1 Tonnen zuladen kann, dann sieht man hier, ich habe einen kompletten Doppelboden mit drin. Das heißt also komplett winterfest, das Fahrzeug. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann auch damit Skifahren ohne weiteres, kein Problem. Ja, da vorne siehst du die Heizkörper dort hinten. Ja. Das heißt, du hast normale Heizkörper, keine Luftheizung hier drin. Die gucken wir uns aber gleich mal von der anderen Seite an. Und einen richtigen Stahlunterrahmen, der das Ganze hält, damit die Leute auch mal sehen, okay, wie ist denn jetzt der Unterschied zu einem anderen Fahrzeug? So sieht das Ganze aus. Hier hat man Steckdosen mit drin. Schalter. Gut, der Hauptschalter ist jetzt aus, aber du hast eine große LED-Leiste. Hier sind nochmal Stauklappen, die bis ganz weit hinten durchgehen. Sportwerkzeug mit drin. Und jede Menge Extras. Wir gehen am besten direkt mal rein. So sieht das Fahrzeug von hinten aus, der Alpa, bevor wir dann nochmal uns an die anderen Klappen begeben. Und sieht aus wie so ein kleiner Liner von hinten. Schon ziemlich beeindruckend. Ja, heute die ganze Reihe von Detlefs, das heißt jedes Fahrzeug einzeln. Wir haben noch einiges vor und das ist das automotive Design der Rückleuchten 2021. Das Ganze modular aufgebaut, das heißt, sollte mal irgendwas passieren, das kann man leicht austauschen. Das Detlefs Logo in der 3D-Optik. Und auch hier wieder der Alpa-Schriftzug. Ja, für knapp über 100.000 Euro ein Alkoven. Das ist die Aufbautür, XXL Breite mit drin. Ich habe eine Treppe, das heißt ein relativ leichter Einstieg. Und geh mal rein bitte. Direkt im Eingangsbereich. Im Eingangsbereich direkt die erste Schublade. Für Schuhe zum Beispiel. Jede Menge Stauklappen. Du siehst den Doppelboden jetzt. Das heißt, der baut natürlich ein bisschen auf. Deswegen hast du hier nochmal direkt einen Heizkörper hier unten. Der schimmert so ein bisschen durch. Ich nehme an, es ist eine Alde mit drin. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Geh mal rein. Aufbautür in Silber. Und Fliegenschutzgitter. Dann eine LED-Außenleuchte, eine große mit drin. Dometic-Kühlschrank, ein AES-Kühlschrank. Und eine große Garderobe mit diesem Detlefs-Design, was hier mit drin ist. Das ist hübsch gemacht. In D. Schick, oder? Direkt eine Ablage. Und oben drüber sind Ablagen. Steckdose auch. Warte, ich zeig's mal gerade. Da unten sind Steckdosen. Eine ist hier. Die ist Im da. Eingangsbereich direkt. So, ein großer Handlauf mit drin. Spiegel. Da ist die Marlene im Spiegel, kann man sich komplett selber sehen und es fängt schon an mit Klappen hier unten. Mach mal auf. Da ist der Zugang dann zum Doppelboden. Hier ist die Aufbaubatterie. Das Ganze ist natürlich beheizt. Zweimal Professional AGM-Batterien drin von Varta mit jeweils, ich guck mal gerade, 150 Ampere-Stunden. Daneben
kühl. Ja, das hakt ein bisschen. Ich glaube, du musst es gerade rausheben. Ja, das Genau. versuche ich ja gerade. Probierst es. Typische Vorführeffekt. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja, es ist auch nur eine Serviceklappe. Hier ist Victron Energy in Multiplus 3000 drin. Da vorne ist der Elektroblock von Schaut. Und ja, nochmal jede Menge Technik in der Serviceklappe. Also lieber ein bisschen zu dicht als nicht dicht genug. Noch eine Serviceklappe, hier Tankzugang. Denn das Starke an dem Alpa werden wir gleich mal sehen. Hier ist die alte 3020, Warmwasserheizung im Doppelboden und überall Ausströmer. Das heißt, der ganze Boden wird warm. Tolle Sache. Und hier siehst du das Besondere. Guck mal, Marlene. Ja, genau. Eine Hecksitzgruppe. Ja, eine Hecksitzgruppe. Also das heißt, wenn man reinkommt, die Sitzgruppe ist direkt hinten. Sehr schön. Ja, du hast also quasi das, was du vorne hast, hinten. Hast einen eigenen kompletten Wohnbereich, der getrennt ist. Also ein Fahrzeug für 2 Personen, sage ich jetzt mal, mit Luxus. Das ist schon großzügig. Das heißt also, du kannst es komplett trennen. Dann hast du jede Menge Licht. Guck mal, wie viele Luken. Ja, sehr hell. Wirklich. Also wir haben ja noch kein Licht angemacht. Ne? Also jetzt, wenn die Sonne scheint. Setz dich mal hinten rein. Da in die Ecke. Es ist jetzt nicht beheizt, aber die Sonne scheint Raum. Das Polster macht so ein warmes Feeling. Ja. Angenehm, sehr angenehm. Und hier in der Ecke ist es sehr schön, da scheint die Sonne. Da scheint die Sonne. Ein Riesenfenster auf deiner Seite. Guck mal. Ja. Für den Ausblick. Wir sind im Heck tatsächlich. Das kann man hier nochmal aufmachen. Kann man rausgucken. Und sieht andere Wohnmobile. Ja, aber... Ich zeige mal gerade auch hier. Könnte man auch schon direkt schlafen, wenn du mal ganz kurz mal ein Polster wegnimmst, für die Breite mal, dass man mal sieht ungefähr, wie breit es ist, wenn ein Polster weg ist. So, wenn du das mal kurz auf die andere Seite machst, das Polster. Und dann hinten auch mal die Polster wegnimmst, Ja. die 2 Stück. Einmal dort und einmal dort. So, jetzt darfst du mal die Schuhe ausziehen. Wollen wir das mal testen, ob das nämlich schon funktioniert. Ich habe nämlich so eine Vermutung, dass man hier allein schon ohne Umbau mit 2 Personen schlafen könnte. Das sieht gut aus. Ich glaube, du kannst die Schuhe gleich auslassen gleich, denn wir werden noch ein paar Sachen testen. Das wäre dann quasi dein... Ja, das sieht doch mal gemütlich aus, Marlene. Okay, warte, ich mach das hier nochmal. Machst du das auch noch weg? Genau. Dann vielleicht so ein kleines Kissen dahinter. Jetzt habe ich wirklich dann die komplette... Ja, das ist doch gut für dich zum Legen. Also das nicht. Leg's mal drunter. So, und jetzt hast du 1,72 Meter. Kannst hier komplett liegen. Die Breite ist okay für mal eine Nacht. Ja, klar. Geht. Das geht. Dann schläft ja meistens... so Gut, unten. Breite ist anders, aber für ein Kind oder für mein Enkelkind, was hier schläft hinten in der Hecksitzgruppe, das würde gehen. Dann, ja, baust nochmal zusammen. Weil es sieht ja viel schöner aus, wenn es dort ist. Also da kommt das kleine Polster hin. Das ist hier. Warte, ich gehe mal gerade ein bisschen näher ran. Sieht man es ein bisschen besser. Es ist so hell, dass die Automatik von meiner Kamera schon verwirrt ist. Wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, dann sieht man auch mal die Größe des Raums von ganz hinten. Denn die Frage, die sich ja jetzt alle stellen, wo schläft man denn jetzt hier? Und das können wir gleich mal zeigen. Also ein richtiger Liner. Man ist mit dem Liner unterwegs, mit Hecksitzgruppe. Dann relativieren sich auch die 100.000 Euro. Und jetzt haben wir hinten noch eine Klappe. Ist da? Ja. Stauraum? Oh ja. Und das gleiche nochmal links daneben. Dann hier eine Vitrine auf jeder Seite. Das ist ja total schick. Ist schick, gell? Ja. Was kann man da reinmachen? Plüschbären. Tja. Jede Menge Steckdosen. USB-Schalter und Steckdose. Ja, was macht man? Umlaufende Schränke. Was halt schön aussieht, ne? Die Vase. Die Vase.
Dann hast du auf jeden Fall noch jede Menge Stauraum ringsherum. Im Alpa. Stauraum. Das Ganze auch auf der anderen Seite nochmal. Habe hier meine Hecksitzgruppe. Warte, ich setze mich mal dahin. Wenn ich mal kurz in die Ecke setzt, dann zeige ich mal gerade, so würde man sich dann gegenüber sitzen. Das ist schon richtig geräumig, ne? 3, 4, also 6 Leute haben ja locker Platz. Platz. Und es tut gar nicht, also so vom Raumgefühl her ist es so, dass wenn du jetzt hier sitzt, du einen richtigen Raum hast, so ein kleines Apartment, also gar nicht so Wohnwagen-like, eher so, gar nicht Wohnmobil, eher so Wohnwagen so mäßig, gell? Ja, schon etwas. Wie ein kleines Wohnzimmer. Ein Wohnzimmer. Ist auch sehr, sehr gefällig. Hier vorne hast du dann nochmal so die Fläche. Hier ist nochmal ein großes Fenster zum Rausschauen. Der Tisch lässt sich in alle Richtungen bewegen. Dann lässt er sich auch vergrößern. Ich schaue gerade, ob ich da noch irgendwo einen Hebel habe, aber ich glaube... Da geht er wieder. Ist ganz neu. Ja, Ich glaube, wenn man es zu zweit auseinanderzieht, wird es wahrscheinlich einfacher. einfacher und ja, vielleicht habe ich ja immer nichts auf der Brust. Was hast du? Nichts auf der Brust. Aber das ist einer, der tatsächlich automatisch Selber hochkommt. nach oben kommt. Schieb mal zusammen. Ja, Genau, drück mal rein. ein bisschen reindrücken. So, Riesentisch. genau. Und den kannst du ja wie gehabt auch wieder hin und her schieben, ne? Toll. Und unten fixieren, wenn man den in einer gewissen Position haben will, dann bewegt er sich auch nicht mehr. Machen wir mal zusammen. Ja, es war klar, dass du das willst. Ich zeige derweil auch schon mal nochmal das Raumgefühl. Das ist ja krass, so eine Hecksitzgruppe. Wahrscheinlich einmal ganz runterdrücken. Warte. Jetzt. Ja, jetzt ging es auch viel einfacher. Ja. Ist auch noch kalt auch. Da kommt auch noch dazu. Wir drehen am 31. Oktober 2020 und also zur Beschreibung. Ich gehe noch mal kurz raus, dann filme ich dich noch mal. Ich habe mal gerade den Weitwinkel ein bisschen mehr aufgezogen. Jetzt sieht man es noch besser. Das ist die komplette Rundsitzgruppe. Hier links habe ich dann einen Kühlschrank, den AES-Kühlschrank mit drin. Hier ist der Eingang mit den Komfortanzeigeelementen von Detlefs. Breite Eingangstür, sehr breit. Doppelboden. Dann die Küche. Vielleicht zeigen wir mal kurz den Kühlschrank. Oben drüber könnte man sogar eine Mikrowelle noch reinsetzen. Ja, locker. Platz ist pur. Der reicht locker. Mit der Breite ungefähr vom kompletten Kühlschrank. Das würde gehen. Gefrierfach. Kühlschrank mit Veta-Schubkästen unten drin für zum Beispiel Gemüse, Obst. Und so weiter. Zeig mal kurz das kleine Staufach dort, hier drunter, Ah, wo wir gerade dabei sind. ja, das ist tatsächlich ein Staufach. Hier würde ich, weil die Sitzgruppe hier unten ist, die Spiegel vielleicht verstauen. Ja. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Guck mal, da hinten hast du doch noch eine Kopfstütze. Ja, das habe ich mir. Üblicherweise ist die nämlich da, wenn du einen Gurtplatz hast. Wenn du mal ganz kurz guckst, ob da Gurte versteckt sind, dann hätte man nämlich... Allerdings ist ja das Symbol unten drunter, deutet ja an. Also wir können ja mal gucken. Nix, oder? Das ist nur Deko. Dekormäßig. Kann man auch verschieben. Gibt es ja in den klassischen... Hier, wir schauen gleich mal in die technischen Daten, wie das ist mit den eingetragenen Die Sitzplätzen. Symbolik unten zeigt es ja, dass es kein... Kein Mitfahrplatz ist. Da, siehst du? Also kein Nein. Sitzplatz. An allen Punkten hast An du allen dann Punkten, genau. verboten, du darfst hier nicht sitzen. Nicht während der Fahrt. Also hier überall, wo diese Ausströmer sind übrigens Heizkörper drunter. Warm Echt angenehm, ne? Also wenn du da... Wasserheizkörper, Ja. wie zu Hause. Eine riesen Küche ist eingebaut mit einem 3-Flammen-Kochfeld, einem großen. Das kennen wir noch, das 3-Flammen-Kochfeld. Dann
Hier vorne eine Spüle. Ich habe hier vorne ein kleines Sideboard zum Abstellen, habe eine Zentralverriegelung, was sehr spannend ist, die jetzt leider aktiviert ist. Jetzt werden wir euch mal die Schubladentiefen zeigen, aber man kann sich schon vorstellen, man hat hier 3 gleiche Schubladen. Wenn man dran ziehst, die sind jetzt verriegelt. Wir haben es leider nicht geschafft, die Batterie war leer. Jetzt haben wir schon Stromkabel gelegt mit allem drum und dran, aber es dauert noch ein bisschen. Es geht nicht. Wahrscheinlich gibt es auch eine Notentriegelung, aber im Moment sind alle gelockt. Guck mal oben, große Schränke hier drin. Ja. Und dann hier drin hatte ich mich schon gewundert, was ist das für ein Block? Und das ist der Dunstabzug, gell? Genau. Der ist hier oben drin. Dann hast du das Fenster an der richtigen Stelle. Hier sind Multifunktionsrails mit drin. Du hast echt viel Platz. Warte, ich gehe mal kurz auf die Seite mal zum Filmen, dass man das mal sieht, wie groß denn der Platz ist hier drin. Also ein ganz eigenes Konzept für 2 Personen mit einem großen Wohnbereich, Küchenbereich, Doppelboden, quasi Fußbodenheizung durch den Doppelboden. Hier ist uns nochmal Staufach, hier ist Victron Energy mit drin, mit einer Anpassung für die Stromstärke jeweils am Platz, wo ich stehe. Und hier nochmal der Elektroblock. Dann Dusche, geh mal rein. Mit dem Alde-Heizkörper mit drin. Ja, das ist schon, das habe ich auch noch nie gesehen, eine Heizung in der Dusche. Dass das funktioniert, wusste ich gar nicht. Das geht, ja. Ist, allerdings gibt es in den meisten Wohnmobilen eine Heizung oft mit Luft. Und hier hast du dann wirklich viel Platz mit der dedizierten Dusche und natürlich einer Raumtür, die du schließen kannst, sodass du dich komplett vereinzeln kannst. Da ist dann ein großer Spiegel mit drin, bis zum Boden. Ich sehe mich also komplett, bin gerade mal einen Meter weg. Hier ist wieder Heizkörper, großer Badbereich mit ganz vielen Spiegeln. Jede Menge Staufächern. Hier oben ist dann nochmal ein Abzug. Hier ist ein Elektroventilator drin, der natürlich praktisch ist, weil hier nicht nur die Toilette ist. Spannend ist, du kannst dich hinsetzen beim Waschen, kannst dich dabei sogar sehen. Klappt das, dass du in den Spiegel gucken kannst, wenn du so sitzt? Ja. Geht. Die Frage ist, ob ich mich während dem Geschäft anschauen möchte. Nein, aber du könntest dich doch hier hinsetzen und zum Beispiel schminken. Das könnte gehen. Oder ist zu weit weg? Ja, das könnte gehen. Ich bin jetzt weitsichtig. Für mich war das in Ordnung. Also komplett. Da vorne ist noch ein Halter. Auf der anderen Seite auch nochmal gegenüberliegend. Rechts. Da in der Ecke drin. Und da ist die Toilette drehbar. Eine Tedford-Kassettentoilette. Hier ist der Klopapierhalter. Da unten ist noch ein Fach. Mhm. Was wir da finden, auch stramm. Oh ja, da sitzt echt. Ist wahrscheinlich auch eine Revisionsklappe. Aber du kriegst sie auf. Marlene, du schaffst es. Ja, ich habe immer Angst, dass ich etwas zerstören könnte. Jetzt ist es auf. Und da sind die Wassertanks. Also eine reine Revisionsklappe muss man nicht dauernd aufmachen. Ja. Darf denn auch mal ein bisschen fester sitzen. So, wahrscheinlich gerade aufsetzen. Ja, passt. Ein Kleiderschrank. Ja. Unten ist der Elektroblock mit großer Stange. Also der ist wirklich sehr groß. Dann die Besonderheit, hier noch ein kleines Schränkchen an der Seite. Und drunter. Vielleicht für Socken. Hier hast du auch nochmal eine Kleiderstange. Beheizt natürlich, hier läuft überall die Heizung durch. Dass also jeder Raum dann quasi beheizt ist. Und dann hast du hier oben nochmal, und jetzt kommt's, wir haben also im Alkoven dann das Bett. Das ist hier drin und in dem Bett hast du dann die Möglichkeit hier auszuziehen. Das heißt also, guck mal, die Treppe ist in der Seite eingebaut, wenn du die mal rausziehst. Man macht den zu
hat sich jetzt vereinzelt. Das heißt, das Fahrerhaus ist weg. Kein Auto mehr, sondern eine Wohnung. Und jetzt kannst du das rausziehen. Zieh es mal raus hinten. Siehst du oben der mittlere Bereich hinten? Das hier? Das müsste gehen. Guck mal. Da ist normalerweise so ein Schiebeelement. Das silberne Teil. Marlene erkundet, nicht, dass es einer rausgenommen hat. Ich glaube, das ist nicht hier. Ist draußen, gell? Ja, also hier ist nichts zum Schieben, das meine ich ja. Also das ist fixiert mit der Decke, mit dem... Ich denke, das ist wohl Demontiert im Moment. montiert, ja. Also das kann man auf jeden Fall zumachen. Das ist das Fahrerhaus. Ja, und da könnte ich jetzt noch ein bisschen was lesen oder machen oder tun. Kann mich hier auch nochmal vereinzeln und mache dann hier zu. Und wenn ich schlafen möchte, habe ich hier mein ganz großes Alkovenbett. Ziehe dann die Treppe raus. Dann ist hier auch zu. Und dann kann man hier unten einfach an dem Griff, an dem Band ziehen. Die Treppe kommt runter. Und du hast einen bequemen 1, 2, 3, 4 Stufen Aufstieg. Und kannst dich dann so ein bisschen wie im Pfadfinderlager in den Alkoven reinlegen. Das ist dann quasi dein Bett hier drin. Oben ist noch ein großes Fenster. Der Vorteil ist, das Bett ist dann relativ versteckt. Du hast eine tolle Matratze mit drin, 2 Fenster mit drin. Du wirst wahrscheinlich schlafen wie der berühmte Gott in Frankreich. Zeig dich mal kurz, Marlene. Das ist dann der Größenvergleich. Du dich mal hinten reinlegst auf das Bett. Mal ganz durch. So, du bist jetzt 1,72 Meter. Der Running Gag, alle schreiben schon wieder, da ist es schon wieder 1,72 aber die Größe sieht man hier. Also da ist noch ordentlich Platz auf der Seite. Und auch locker 3 Personen hätten jetzt hier Platz. Das ist die Treppe mit dem Aufgang, die dann direkt zur Dusche führt. Da ist die Dusche mit drin und ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Marlene geht mal raus und da gegenüber ist dann das Bad. So, und wenn du jetzt mal rausgehst, Marlene, mache ich mal gerade einen Gesamtschwenk. Die Tür mal zumachst zur Toilette. Das wäre dann der geschlossene Zustand. Das ist der komplette Raum, der dann als Raum fungiert, getrennt vom Schlafbereich. Also wie in einem Hotel mit 2 Zimmern, so ein bisschen, oder? Ja, es hat einen Wohnfühlcharakter. Ich sitze auch nicht im Fahrerhaus, sondern bin hier vorne komplett getrennt und habe dann meinen Bereich, den ich sogar noch mit der Tür zumachen kann. Wenn du mal die Tür zumachst, Marlene, dann sieht man mal, also wenn ich jetzt hier zumache, tschüss, dann habe ich eine richtige Wohnung. Also hier mit Küche, mit den Schränken abgeschlossen. Hallo Marlene, komm doch mal bitte und setz dich doch mal auf unsere Rundsitzgruppe. Gerne mache ich. Und nimmt den Platz an der schönen Rundsitzgruppe mit Schwarzwälder Kirschtorte und einem frisch aufgebrühten Kaffee. Ja, sehr gerne. So, wir sind ready. Da oben sind nochmal 2 Fenster im Alpa. Das 2-Personen-Fahrzeug, was hier stark umlagert ist, müssen wir sagen. Müssen uns immer beeilen, weil dauernd will einer rein. Komm, wir machen Cut. Zeig es nochmal von außen. Es fehlen noch ein paar Klappen. Du hast einen Schlüssel? Hier übrigens ist der Doppelboden nochmal Staufach. Den musst du haben. Muss ich haben. Und da vorne sieht man nochmal Entsorgung, Versorgung und der Stromanschluss. So sieht er von außen aus. Also typischer Alkoven. An der Seite nochmal die Durchreiche. Das heißt, hier habe ich die Kassettentoilette. Habe hier unten dann nochmal, wenn du hier aufmachst, kann man durchgucken bis hinten hin in den Doppelboden. Das ist nochmal die Entsorgung jeweils. Hier sind die Tanks auf der einen Seite und auf der anderen Seite.
Und die Beplankung unten in Aluminium. Da sind die Gasflaschen drin und hinten ist dann nochmal der Kofferraum. Und da ist das Heck. Dann zeige ich euch nochmal die technischen Daten vom Alpa. Gibt es übrigens noch als Grand Alpa, als Tandemachser. Steht unten, werden wir vielleicht auch heute noch einen Film packen. Ansonsten zeigen wir euch mal sämtliche anderen Deadlifts, die hier da sind. Der Alpa 6820-2, das sind die technischen Daten, 7,33 Meter und 1,12 Tonnen Zuladung, 105.000 Euro. Wir sind bei Glück in Sulzemoos am Filmen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss Marlene.